Ja, schönen guten Tag, liebe Leute aus Stur und umzu. Heute ganz besonders eine große Freude, großer Stolz von unserem Verein. Wir haben hier auf Gut Farel circa 2 Wochen vor dem tollen Auftritt beim 6. Sommerfestival Bobby Kimball, ein Weltstar, hier zu Besuch. Bobby, schönen guten Tag. Guten Tag. Du verstehst? Hast alles verstanden? Ja. Okay. Gut. Guten Tag. Dankeschön. So, neben Bobby, ich sitze hier nicht alleine, sind 2 fesche junge Damen mit dabei. Das ist einmal die Laura und die Lena. Die haben ihn heute Morgen schon vom Flugplatz in Hamburg abgeholt. Und ich glaube, es war eine lustige Fahrt. Ja, auf jeden Fall. Wie war denn euer erster Eindruck, als ihr ihn heute Morgen, den Bobby Kimball, vom Flughafen abgeholt habt? Soll ich das jetzt einfach sagen oder erst übersetzen? Lass ihn ruhig auf Englisch. So, he asked me how my first impression of you was when I picked you up at the airport, okay? And I'm going to answer right now his question. She was lost. They could not find the car, but I thought it was very, very nice to have 2 beautiful girls come and pick me up at the airport. I was very happy about it. Also er hat gerade erzählt, dass wir ein bisschen verloren waren, weil wir das Auto nicht gefunden haben. Also wir haben das Parkdeck nicht gefunden, wo wir geparkt haben. Aber es ist am Ende doch alles gut gegangen und er ist sehr froh darüber, 2 so hübsche junge Damen an seiner Seite zu haben. Bobby, Jawohl. wir sind stolz, dass du hier Nein. bist. Doch, wir sind stolz. Besonders ich, weil ich bin immer schon ein Toto-Fan gewesen. He always was a Toto fan. Ja. Me too. Ja? Me too. Du bist nun heute das erste Mal hier zum Gut Farel gekommen. You went here for the first time to Gut Farel. Yes, yes. I've been to Bremen before, and everywhere around here, but never here. I love this. So, und wie ist dein erster Eindruck von diesem Festivalgelände? Erzähl. Ich liebe dich. How was your first impression from this area? My first impression is that it's a perfect place for a concert because number one, the green all around, and the beautiful buildings here, and we're out in the country, and it's wonderful for a concert because you don't have to play so soft. You can play loud, and you can really entertain the crowd here. Okay, also sein erster Eindruck war, dass er es wunderschön findet, die Landschaft hier, die wunderschönen Gebäude. Er findet es gut, dass es hier so ein bisschen ab ist, weil man dann laut spielen kann und nicht leise spielen muss und so besser die Leute unterhalten kann. And if this is the beginning of the crowd, I cannot believe how wonderful it's going to be with the people. Okay, und er hat gesagt, wenn wir der Anfang sind, dann kann er gar nicht erwarten, wie toll die anderen Menschen sind. Ja, da soll er sich mal überraschen lassen. Weil ich habe dir ja vorhin schon erklärt, dort drüben ist unser Standesamt und das ist dann der Backstage-Bereich mit einem eigenen Koch für die Bands, frisch zubereitete Sachen und das wird dich noch mehr erfreuen. Great. I'll eat only for the band. That's wonderful. And by the way, that's a very nice building too. And it's a lot of times when you're playing a concert, you don't want to have to go through the crowd because you have 1,000 people pulling on your shirt and your hair and everything. But it's okay. It's nice to have a wonderful building, and I'm sure if Helmut is taking care of this, the cook is going to be absolutely wonderful because he's going to eat too. Yeah, sure. Also er hat gesagt, manchmal ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, durch diese große Menschenmenge zu laufen, weil die einen anfassen und an den Haaren ziehen. Aber er hat gesagt, Helmut wird da sicherlich gut drauf aufpassen und der Koch wird wunderbar sein, weil Helmut ja auch selber davon ist. Bobby, die Menschen kennen die Welthits Rosanna, Afrika, Hold the Line and so on. Was hat Toto für dich in der Vergangenheit bedeutet und was bedeutet Toto heute für dich? Well, Toto was the beginning of my real large professional career. And in the beginning of the band, we were writing and recording some absolutely wonderful songs. And
I felt like they were my best friends. Everyone was having a wonderful time. When we did Hold the Line first, 35 years ago, this is the 35th anniversary of the release of Hold the Line. I am on the 35th anniversary tour around the world of the release of Hold the Line. Nein, stopp. Übersetzt du jetzt. Okay, also er hat gesagt, Toto war der Anfang seiner wirklich großen professionellen Karriere. Es war eine wundervolle Zeit, das waren alle sehr gute Freunde und heute ist der 35. Jahrestag von dem Release-Album Toto. Genau heute? Ja. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Bobby, Happy Birthday to you. Hold the line! Okay, so that's Hold the Line. And then in 1982 we recorded the Toto 4 album, which had Africa, which was #1 worldwide for almost a month. Then Rosanna brought us to the Grammys. We had 8 Grammy nominations and we won 6. So this was a wonderful time in the band. Er hat gesagt, 1982 ist dann Hold the Line rausgekommen und später danach Rosanna. Und Rosanna hat sie zu den Grammys gebracht. Sie war nominiert für 8 Grammys und gewann davon 6. Sag doch, großer Star sitzt hier in unserer Runde. Bobby, was bedeutet die Band Man Behind für dich? Wenn du mit denen hier in Stur live auf der Bühne stehen wärst, du hast ja, glaube ich, schon 40 Konzerte mit denen gemeinsam gemacht. Was bedeutet die Band für dich und insbesondere Richie? They're all friends of mine. Richie has been a friend of mine for many, many years, and it's a very good band, and they're really fun to play with. Nobody is giving orders to anyone on the stage. Everyone is just having fun. Okay, er sagt, das sind alles sehr gute Freunde von ihm, besonders Richie, und es gefällt ihm, dass in der Band niemand dem anderen sagt, was er zu tun hat. Sie haben einfach nur eine tolle Zeit auf der Bühne und Spaß zusammen. Wenn ich richtig informiert bin, Gesang ist ja schon mal super gut von dir, aber deine ursprünglichen Wurzeln liegen eigentlich in einer ganz anderen Musikrichtung. Und wenn ich richtig informiert bin, spielst du auch ein Instrument hervorragend. Erzähl da mal ein bisschen drüber. No! What? Okay, he says that you're a great singer, but you play an instrument, and he wants to know which one. Und I play wo the deine keyboard. Wurzeln herkommen. Okay, and where are your origins of music? When I was born, I was raised in Louisiana, and right on the Texas border. Okay? Mm-hmm. Now, the drinking age in Louisiana was 18, and the drinking age in Texas, which I was only 8 miles from Texas, the drinking age in Texas was 21. Therefore, on the weekend, all of the 18, 19, 20, and 21-year-old people were coming across the border to have a drink because they couldn't do this in Texas. So they built about 15 very large clubs right on the border inside Louisiana because all of these people were coming over to have a drink. So when I was 15 years old, I was playing in these 4 clubs that were 5,000 seaters, and I thought 5,000 people was a normal crowd. So, yeah, go ahead and... Okay, also er ist geboren in Louisiana, direkt an der Grenze zu Texas. Und in Louisiana war das Alter, ab dem man Alkohol trinken durfte, 18. In Texas durfte man erst ab 21 Alkohol trinken. Und so sind am Wochenende viele 18- bis 21-Jährige aus Texas nach Louisiana rübergekommen. Daraufhin wurden dann viele Clubs, also Diskotheken gebaut. Und in denen hat er dann im Alter von 15 Jahren schon angefangen zu spielen. Yeah. And the other thing is, Louisiana has some of the best musicians I've ever heard in my life and some of the best music as well, but there's no music industry there. But getting a chance to grow up where I grew up and playing 5,000 seater clubs all of the time
there was nothing better than this. Okay, er hat gesagt, Musician heaven. es ist ein Musikerhimmel. Es gibt viele der besten Musiker seiner Sicht aus kommen aus Louisiana. Und er hat gesagt, es war eine tolle Erfahrung, da aufzuwachsen und in diesen Musikclubs zu spielen und zu singen. I said so. Ja, aber die Frage hast du nicht beantwortet, Bobby. Wo sind deine ursprünglichen Wurzeln von der Musikrichtung? Pop, Soul, Blues ist ja nicht die Toto-Musik, die danach kam. Deine Wurzeln liegen ja woanders. Yeah, he asked you what kind of music you played at first. Blues, pop, okay? Okay, I'll tell you the reason Toto was a unique band. Because when I first heard them, I was raised in Louisiana on black music only. I was playing Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett, Marvin Gaye, all of the best soul singers and the blues singers in the world. And because I was raised on black music, I had that attitude. I had the black voice attitude. But Toto was more like a Steely Dan band, very smooth and slick jazz. But when they added a black voice to this smooth jazz band, we were totally unique. No one else was like this. Er sagt, Toto ist eine einzigartige Band, da seine Wurzeln eher aus der Blues- und Soul-Musik kommen, also der Black Music, und Toto war eher eine Jazz-Richtung. Und als sie dann ihn als Sänger dazu bekamen, war das natürlich dann eine einzigartige Band, da Jazz mit Soul und Blues gemischt wurde. Very good. Wunderbar. Ja, sie hat's drauf. Sie hat's drauf. Bobby, nicht alle Menschen kennen dich. Es gibt auch welche, die kennen dich nicht, mit Sicherheit. Neue Besucher, die hier kommen werden zum 6. Sommerfestival. Wo lebst du heute? Machst du noch irgendwas anderes außerhalb der Musik? Jetzt meine ich aber auch, ob du Hobbys hast außerhalb der Musik. Hilfe. Okay. Hilfe! To New Orleans.